Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Techies sind gar keine Keller-Nerds. Das heißt, Techies sind ganz normale Menschen eigentlich. Aber es heißt schon ganz normal. Der klassische Nerd gibt es ihn noch. Auf jeden Fall. Und das ist auch großartig so. Und ich glaube, das, was aktuell Softwareentwicklung bedeutet und Softwareunternehmen, ist halt, dass du diesen Menschen einen sicheren Hafen bietest. Also die Leute dürfen so sein, wie sie sollen, und sie funktionieren auch gut im Team, aber sie dürfen ja trotzdem nerdy sein. Sie dürfen ja trotzdem irgendwie so ein bisschen so ihre Quirks sozusagen haben. Also das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Ist sehr menschlich, oder? Das ist vielleicht ein totales Vorurteil, was man hat, dass Techies nicht menschlich sind. Ja. Also Verrückt, wo kommt das her? Ich glaube, genau das ist halt das Ding. Ne? Also die Leute werden halt überall dargestellt als diese etwas socially awkward, unnahbaren Menschen. Total. Ja, So der klassische Nerd. ja, genau. Aber du hast dich ja trotzdem irgendwie auf dieses Date eingelassen. Also so der klassische Nerd. Also entweder bin ich einfach nicht der klassische Nerd oder habe einfach Glück gehabt, irgendwie so mein Sechser im Lotto. Oder du bietest einfach fantastisches Heiratspotenzial, weil ich ja immer noch plane, reich zu heiraten. Das ist kein Problem. Wir müssten uns lediglich dann über den ein oder anderen Ehevertrag unterhalten. Und das wären halt einfach Absicherungen mit meinen Geschäftspartnern. Das ist auch nachvollziehbar. Ja, für dich vielleicht, für mich nicht so. Aber okay. Das ist okay. Also ich glaube, um jetzt mal wieder ein bisschen vielleicht auf dieses Thema Tech und Non-Tech zu gehen, ich glaube, vielmals ist es einfach ein Ding, wo vielleicht eine gewisse Übersetzung benötigt wird. Also der Grund, warum wir hier sitzen, ist meiner Meinung nach, um so ein bisschen diese Übersetzung zu schaffen zwischen Techie und Non-Techie. Aber es ist unglaublich schwierig, oder? Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Leute Techies total missverstehen. Dass im Kopf der Menschen immer noch total fest verankert ist. Die coden im Keller, die sind super introvertiert, die haben überhaupt nichts mit Menschen zu tun, die können nur Maschinen verstehen. Finde ich unglaublich schade, weil es da ja unglaublich viel auch um einfach Kommunikation geht. Ich glaube, wir haben einfach tatsächlich so diesen Common Ground. Wir haben eine Sprache, die wir zusammen sprechen und die gut funktioniert. Aber die funktioniert halt nur quasi in dieser Blase. Und ich würde es auch so definitiv sehen. Ich lebe da in einer ziemlich privilegierten Blase, was Arbeitsatmosphäre, was Wohlfühlatmosphäre angeht. Es wird sehr stark darauf Wert gelegt, dass sich Entwickler sehr wohlfühlen. Was bedeutet das? Was heißt Arbeitsatmosphäre und Wohlfühlatmosphäre? Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagst, ihr sitzt nicht alle am gleichen Arbeitsplatz. Du hast also Programmierer in der ganzen Welt sitzen. Genau. Die miteinander arbeiten und kommunizieren. Genau. Ja, aber das ist doch eine wundervolle Distanz. Also es ist perfekt. Ich kann in meinen Comfy-Shorts irgendwo am Rechner sitzen. Niemand kriegt es mit. Und das ist auch, glaube ich, also das hat auch schon in Softwareunternehmen vor Remote funktioniert. Du willst den Leuten nicht eine Kleiderordnung vorgeben. Was willst du mit einem Softwareentwickler, der ja, im Anzug bei dir sitzt und programmiert? Du musst das, weil du der Chef bist. Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich halt sehr cool fand und auch sehr, sehr bezeichnend für die Branche. Ich war 2018 auf einer Entwicklerkonferenz in Irland und habe mich mit einem Softwareentwickler unterhalten, der arbeitet bei Bloomberg in UK. Und der trägt einfach gerne Anzug, der trägt gerne eine Weste, der trägt gerne ein Hemd. Der zieht sich einfach. Schön. Irgendwo, Kleider machen Leute. Ja, aber der war beim Kunden und der Kunde hat ihm nicht abgenommen. Also er hat argumentiert, Sie können kein Softwareentwickler, you can't be a software developer, du kannst kein Softwareentwickler sein, so siehst du nicht aus. Wo ist deine zerrissene Jeans, wo ist dein verwaschenes 2 Nummern zu groß T-Shirt? Das ist nicht Wieder möglich. das Klischee schlechthin, gell? Ja, genau. Und das
passiert halt, und ich glaube mittlerweile 2020 spätestens hast du Softwareentwickler, die einfach also diese Bandbreite erfüllen, genauso wie es auf der Welt Menschen gibt, die diese Bandbreite erfüllen. Es gibt Leute, die ziehen sich gerne gut an, es gibt Leute, die gehen gerne in Jogger irgendwie zur Arbeit, und ich glaube, in einer guten Firma ist es halt vollkommen scheißegal. Also du willst ja, dass die Leute sich wohlfühlen und dass die gute Software entwickeln. Und das sehe ich bei meinen Mitarbeiterinnen und bei meinen Mitarbeitern auch so. Mir ist es vollkommen egal, wie die rumlaufen. Hauptsache, die fühlen sich wohl und können diese Wohlfühlatmosphäre in gute Arbeit transportieren.